Hallo und herzlich willkommen zu meinem diesjährigen FarmCon-Vortrag. Wie auch die letzten Jahre halte ich dieses Jahr auch wieder einen Vortrag. Leider nicht, wie man es jetzt erwartet hätte bei Deutz Fahr. Aber ja, wir machen mal das Beste draus und es wird so auch klappen. Genau, bei mir geht es dieses Jahr um das Modding für Beginner, also wirklich für die Anfänger, die bisher noch nichts mit dem Modding zu tun haben. Will ich da mal ganz vom Boden her einsteigen. Und speziell geht es um das Modifizieren von Fahrzeug-XMLs. Also wenn man zum Beispiel wenn einem zum Beispiel irgendwas an dem Fahrzeug nicht gefällt, zum Beispiel die Farbe oder so, wie ändere ich das schnell und mache mir meinen eigenen Mod draus? So, zuerst mal zu mir selbst, zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Maurus, ich bin 23 Jahre alt und ich bin Gameplay-Programmer bei Chine Software. Manche kennen mich schon vielleicht aus den letzten Jahren, da habe ich jedes Jahr auch schon einen Vortrag gehalten. Ich bin seit 2016 bei Chine Software und arbeite dort im Studio in Erlangen. Und vielleicht kennen mich noch manche aus der damaligen Zeit, wo ich noch aktiv als Modder in der Szene tätig war, habe ich auch ein paar namhafte Mods kreiert und auch am Mod-Contest teilgenommen. Genau. Was machen wir heute? Also wie gerade schon gesagt, heute geht es um Beginner-Modding. Zuerst mal kläre ich, was man braucht für Programme, um einen Mod zu erstellen. Dann erkläre ich mal, wie so ein Mod aufgebaut ist, welche XML-Dateien man hat, welche Icons und wie man das in der Mod-Desk alles miteinander verknüpft. Dann gehe ich speziell auf die Fahrzeug-XML ein, erkläre dort, was die einzelnen Abschnitte bedeuten, wo man welche Daten findet. Und zum Schluss habe ich mir gedacht, ich zeige euch noch ein paar Beispiele, in welche Situationen ihr selbst vielleicht schon gekommen seid, was ihr selbst an den Fahrzeugen ändern möchtet und habe da 4 Beispiele herausgesucht, was ich dann euch live demonstrieren werde. Zuerst, welche Programme brauchen wir? Also wir haben zuerst unseren Chines-Editor, den liefern wir auch immer mit der Spieleinstallation mit. Aber ich zeige euch auch, wo man den downloaden kann, auf welcher Webseite, um die aktuellste Version zu haben. Dann braucht ihr ein Texteditor-Programm. Es kann jedes beliebige sein. Ich habe jetzt bei mir im Beispiel Notepad++, ist weit verbreitet und kann kostenlos im Internet gedownloadet werden. Und um den Mod dann zusammenzupacken zu einer ZIP-File, habe ich dann noch 7-Zip verwendet. Um zum Beispiel den Mod dann zusammenpacken, dann hat man eine ZIP-File und kann es zum Beispiel auch seinen Freunden weiterschicken. Okay, dann zuerst einmal, wo bekomme ich die Software her? Den Chines Editor in der letzten Version. Dafür haben wir unser GDN, unser Chines Developer Network. Dort findet man sehr viele nützliche Tools zum Downloaden, auch unseren Maya-Exporter und ja, sämtliche andere Exporter und auch den Chines Editor. Da haben wir genauso ein Forum, wo sich Leute auch austauschen können über Modding-spezifische Sachen. Das geht natürlich auch bei uns im offiziellen Chines Software Forum, aber hier ist es noch ein bisschen spezifischer auf das Modding geschehen. Und zum Schluss haben wir dann unsere Videotutorials. Dort haben wir zum einen unsere Modding-Tutorials, die wir jedes Jahr zu jeder Spieleversion veröffentlichen, aber auch dann unsere Media Vault für die FarmCons. Also das sind alle FarmCon-Vorträge von den letzten Jahren dann verfügbar. Dann zeige ich euch mal, wie die Seite aussieht. Also hier haben wir unser Chines Developer Network und hier haben wir verschiedene Tabs. Da haben wir einmal den Downloads-Tab. Und unter diesem Tab finden wir dann die verschiedenen Editoren, die wir zum Modding benötigen. Haben wir hier einmal den Chines Editor in der Version 8.2, das ist die aktuellste Version und die können wir dann einfach mal downloaden und bei uns auf dem Computer installieren. Man findet hier dann auch noch, wie gerade schon erwähnt, die Videotutorials. Hier können wir dann die ganzen bis 2016, die ganzen FarmCon-Vorträge auch abrufen. Und man hat dort auch einige Informationen zum Modding und da wird auch schon einiges besprochen. Den Chines Editor haben wir jetzt hier schon mal installiert. Das ist die Seite, die wir am Anfang beim ersten Öffnen bekommen. Da sieht man auch noch Verlinkungen zur Dokumentation, zu den Keyboard-Shortcuts, zum Forum und zu Videotutorials. Im Endeffekt das, was man alles im GDN findet. Können wir hier einmal auf Show this at Startup können wir wegmachen, dann wird es beim nächsten Mal nicht mehr angezeigt. Dann machen wir den hier mal größer. Und was wir jetzt zuerst machen, ist, wir sagen dem Chines Editor, wo unser Spiel liegt. Dazu gehen wir auf File, auf Preferences und dort hat er schon automatisch erkannt, den Spielepfad. Genau, wenn der leer ist, dieses Feld,
können wir hier hinten drauf gehen und können wir dann unser Spiel auswählen. Also unter C, Programme und dann Farming Simulator 19. Wählen wir das aus und dann ist es hier festgelegt. Dann weiß der Editor im Endeffekt auch, wo das Spiel liegt und kann die Daten von dem Spiel abrufen. Dann fangen wir hier gleich mal an mit einem Mod, den wir bauen können von dem Spiel, das wir gerade gesetzt haben. Da gehen wir hier auf File, New Mod from Game und das braucht ein bisschen, bis es lädt. Das analysiert das Spiel, welche Fahrzeuge sind im Spiel und kann dann von diesen Fahrzeugen einen Mod erstellen. Also wenn wir hier dann unter Item das Fahrzeug auswählen, das wir verändern möchten, zum Beispiel hier den Fendt 500 Favorit habe ich jetzt mal ausgewählt für heute. Und dann drücken wir auf OK und können dann das Verzeichnis auswählen, wo wir diesen Mod dann erstellen möchten. Da gehen wir jetzt mal direkt in unseren Mods-Ordner und dort habe ich schon einen Ordner Fendt Favorit 500 und diesen wähle ich aus und drücke auf OK. Kann er überschreiben, was da schon drin ist. Jetzt schauen wir mal, was erstellt wurde von unserem Giants Editor. Da haben wir hier den Fendt Favorit 500 Ordner und hier sehen wir 4 Dateien. Und was das genau bedeutet, erläutere ich euch jetzt in der Präsentation. Da habe ich das genauer aufgelistet. Also wir haben hier zu einem in dem Ordner die Mod-Desk, das ist die Mod-Description, also die Mod-Beschreibung. Da sind Basisinformationen zum Mod drin, also wie der Mod heißt, eine kurze Beschreibung dazu und auch welche Fahrzeug-XMLs zu dem Mod gehören. Dann haben wir dort 2 Bilder. Da haben wir einmal die Icon-DDS-Datei und einmal die Store-DDS-Datei. Einmal das Icon ist das Icon, das im Menü angezeigt wird. Wenn man zum Beispiel ins Spiel geht und den Mod auswählt, wird dieses Icon angezeigt. Und das Store-Bild, das Store-DDS, wie der Name schon sagt, wird es im Shop angezeigt. Also wenn man das Fahrzeug im Shop kauft, wird dieses Icon dort angezeigt. Also das hat normalerweise eine Transparenz und das normale Icon hat keine Transparenz. Weiter unten finden wir dann die i3D und die Shapes-Datei. Das sind die Modellinformationen zum Mod. Und ganz unten haben wir dann noch eine Fahrzeug-Konfigurations-XML. Dort sind alle Informationen zum Fahrzeug gespeichert, also wie das Fahrzeug heißt, wie schnell das Fahrzeug fährt, wo die Reifen platziert sind von dem Fahrzeug, wie viel das wiegt, alles solche Informationen. Das sehen wir jetzt dann später noch genauer, wenn wir diese Dateien editieren. Dann schauen wir uns mal die Mod-Desk im Detail an. Fangen wir mal ganz oben an, da haben wir die Desk-Version. Die gibt im Endeffekt an, zu welcher Spieleversion der Mod kompatibel ist. Also hier haben wir im Beispiel die Desk-Version 51. Das heißt, man braucht mindestens die Spieleversion 1.6, um diesen Mod zu benutzen. Und wenn man eine Spieleversion drunter hat, funktioniert der Mod nicht. Das ist sehr nützlich, vor allem für Script-Mods, die Daten aus dem Spiel benötigen, die zum Beispiel im Patch geändert wurden. Und kann man da sozusagen angeben, welche Spieleversion der User installiert haben muss, um diesen Mod zu benutzen. Dann ein bisschen weiter drunter haben wir die Basisinformationen zum Mod. Da haben wir zum einen den Autor, also wie man selbst heißt, dann die Version vom Mod, den Titel und eine Beschreibung. Titel und Beschreibung kann man natürlich in verschiedenen Sprachen angeben, das sehen wir hier im Beispiel. Und ganz ein bisschen drunter finden wir dann das Icon. Wie gerade schon gesagt, das Icon, was im Menü angezeigt wird. Da habe ich rechts auch im Bild ein kleines Beispiel, wie das zum Beispiel angezeigt wird. Dann sieht man links das Icon ohne Transparenz, wie ich vorhin erwähnt habe, im Gegensatz zum Store-Icon. Dann unter diesem Icon XML-Tag haben wir dann den Multiplayer-Tag, also ob dieser Mod im Multiplayer benutzt werden kann. Für Fahrzeuge ist es normalerweise immer auf True, aber wenn man zum Beispiel wenn man ein Skript hat, das nicht im Multiplayer funktioniert, könnte man hier angeben, dass dieser Mod den Multiplayer nicht unterstützt. Und ganz drunter findet man die Store-Items. Also dort kann man definieren, was alles dem Shop hinzugefügt werden soll. Also wenn dieser Mod mehrere Fahrzeuge beinhaltet, kann man diese dort einzeln angeben. Und sehen wir hier, dass da die Fahrzeug-XML angegeben ist. In unserem Beispiel wäre es dann die Fendt Favorit XML. Als nächstes schauen wir uns die Fahrzeug-XML an. Mal ganz grob, was wir da drin haben. Wir haben einmal den Fahrzeugtyp, also den Vehicle Type.
Dieser legt fest, was das Fahrzeug denn alles kann, welche Funktionen unterstützt werden. Haben wir hier zum Beispiel bei dem Fendt, ist es ein Traktor, also kann dieser zum Beispiel Reifen haben, hat einen Motor, mit dem kann man fahren, er hat auch Anhängepunkte etc. Das kann dadurch angegeben werden. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Trailer für Anhänger, die man benutzen kann, oder Baler zum Beispiel für Ballenpressen. Darunter finden wir das Store Data. Das erläutere ich gleich noch im Detail. Da wird angegeben, welche Daten im Shop angezeigt werden, wie man die verändern kann. Und drunter, was man noch in jedem Fahrzeug hat, sind die Base-Daten. Das sind die Basisinformationen zum Fahrzeug. Also wie schwer ist das Fahrzeug, wo liegt die i3D zu diesem Fahrzeug, das schauen wir uns dann auch noch im Detail an. Darunter finden wir jede Menge an Tags, die sind nach Typ gruppiert, also zum Beispiel den Wheels Tag, das sind alle Reifen aufgelistet, und diese Tags werden im Endeffekt durch den Vehicle Type festgelegt. Also der Traktor hat zum Beispiel, wie man hier im Bild sieht, diese Tags verfügbar. Und ganz unten, was auch noch jeder Mod hat, was immer verwendet werden kann, ist das i3D-Mapping. Das zeige ich auch noch im Detail. Das legt fest, oder ist ein Mapping von einem Namen auf eine Node im i3D-File. Dann, wie gerade schon gesagt, schauen wir uns das Store Data mal genauer an. Dort haben wir jetzt mal als Beispiel den Fendt 500, den wir erstellt haben. Und fangen wir ganz oben an. Also einmal den Namen, 500 Favorit. Wie der Pfeil zeigt, wird das als Namen angezeigt. Drunter haben wir dann die Specs, also einmal wie viel Leistung der Schlepper hat. In dem Fall kann diese Leistung auch noch durch die Motorkonfiguration geändert werden. Das kann ich später auch mal kurz live zeigen, wie sich das auswirkt drauf. Dann die maximale Geschwindigkeit, 50 km/h im Endeffekt hier. Und dann die Functions. Das ist eine kurze Beschreibung, was dieses Fahrzeug eigentlich kann. Also hier haben wir einmal die Funktion Traktor und einmal die Funktion Traktor-Frontlader. Und das sind die markierten Texte. Also Traktor kann verwendet werden, um Anhänger zu ziehen oder Tools zu bewegen. Und dann haben wir noch die Funktionsbeschreibung. Ein Traktor kann auch einen Frontlader benutzen. Also bei diesem Fahrzeug kann man einen Frontlader konfigurieren. Dann haben wir den Link zum Store-File, zum Store-Icon-File. Wie gerade schon erwähnt, mit transparentem Hintergrund, wie alle Store-Icons bei uns. Darunter finden wir dann den Preis, also 76.000 Euro. Und dann das Brand, also von der Marke Fendt ist der im Endeffekt hier. Ganz unten beim Store Data finden wir dann auch noch Angaben zum Shop Offset. Also da kann man festlegen, wie das Fahrzeug im Shop gespawnt wird, ob es ein bisschen höher gespawnt werden soll, damit es vielleicht nicht oder ein bisschen tiefer, wenn das Fahrzeug ein bisschen zu hoch in der i3D ist, das kann man hier ein bisschen einstellen, auch die Rotation von dem Fahrzeug. Und ganz unten finden wir dann die Memory Usage Attribute. Die braucht man im Endeffekt für den normalen Computer nicht, die sind nur für die Konsole dringend benötigt, und wenn man den Mod dann auf Konsole bringen will, tragen wir das im Normalfall ein. Die geben im Endeffekt nur an, wie viele Slots dieser Mod auf den Konsolen benötigt, damit es schon im Voraus berechnet werden kann. Unter diesem Store Data finden wir jetzt den Base-Eintrag, den hat jedes Fahrzeug. Es fängt an mit der Type Description. Ganz oben haben wir hier einmal die Type Description Traktor. Das ist im Endeffekt, was im Spiel im Hilfefenster angezeigt wird. Also wenn zum Beispiel dran steht, Maschine XY anschalten, dann ist dieses Maschine XY der Type Description. Also wenn da steht C-Maschine anschalten, dann ist das Wort C-Maschine der Type Description Text, der hier in der XML angegeben wird. Drunter finden wir den File-Name. Das ist der Pfad zu diesem Fahrzeug, zu dieser Fahrzeug i3D-File. Also hier einmal Favorit 500 i3D. Dieser Pfad ist immer ausgehend von dem Ordner, in dem der Mod erstellt wurde. Also auch, wo die Mod-Desk drin liegt. Und darunter haben wir dann die Size-Einträge. Das ist die Größe des Fahrzeugs. Also dieses Fahrzeug ist zum Beispiel 3,2 Meter breit und 4,8 lang. Und diese Größe wird dazu verwendet, um im Spiel das Fahrzeug am Shop richtig zu platzieren. Also damit das Fahrzeug auch nicht mit anderen Fahrzeugen kollidiert, sondern die alle schön in Reihe und Glied aufgestellt werden. Darunter finden wir dann die Components. Das sind die physischen Komponenten dieses Fahrzeugs. Haben wir hier einmal bei dem Fendt einen Komponent für den
Haupttraktor an sich und einmal für die Pendelachse vorne. Und was hier auch noch ganz interessant ist, auch für Anfänger vielleicht, ist die Masse ganz hinten, der Eintrag. Das ist das Gewicht in Kilogramm. Also zum Beispiel der erste Komponent, der Hauptkomponent wiegt 3,56 Tonnen und die Pendelachse vorne wiegt 1,2 Tonnen. Also wenn man den Traktor vielleicht ein bisschen schwerer haben möchte, kann man diese Einträge einfach beliebig anpassen. Und drunter haben wir dann unseren Component Joint. Der gibt im Endeffekt die Verbindung dieser zwei Komponenten an. Und man sieht ganz hinten auch noch das Rod Limit von 7 Grad. Das gibt an, wie sich der Komponent zur Seite neigen kann. Also die Pendelachse kann sich um 7 Grad verneigen. Unter diesen Components haben wir dann das Schema-Overlay. Das, wie der Pfeil rechts zeigt, haben wir über dem Hilfefenster immer unser kleines Traktor-Icon, wo angezeigt wird, welches Fahrzeug selektiert wurde. Und hier geben wir im Endeffekt an, wie dieses Icon aussieht. Also hier haben wir einmal den Traktor und drunter haben wir auch noch Einträge, wie dieses Symbol aussieht, wenn der Traktor angeschaltet ist, wenn er selektiert ist oder wenn er angeschaltet und selektiert ist. Als nächstes finden wir in der Fahrzeug-XML dann die ganzen Einträge, wie ich gerade schon erwähnt habe, zu den fahrzeugspezifischen Daten. Also die haben wir vielleicht nicht in jedem Fahrzeug. Und ganz unten finden wir aber was jedes Fahrzeug hat. Und zwar ist es das i3D-Mapping. Und das i3D-Mapping das ist ein Mapping von einem Namen auf einen i3D-Indexpfad. Also da kann man ein Objekt in der i3D referenzieren. Und das war es jetzt so ein bisschen mit der Theorie und jetzt kommen wir zur Praxis. Dazu habe ich ein paar Beispiele rausgesucht. Es fängt an mit Reifenkonfigurationen. Also wir haben hier zum Beispiel den Fendt 500 Favorit, den ich vorhin erstellt habe. Der hat bei uns im Spiel nur Trelleborg-Bereifungen. Und dazu können wir jetzt zum Beispiel, wenn man persönlich lieber Michelin hätte, können wir jetzt noch eine Reifenkonfiguration hinzufügen, dass diese auch über Michelin-Konfigurationen verfügt. Das schauen wir jetzt uns mal in der Fahrzeug-XML an, wie wir da vorgehen. Hier sind wir jetzt in der Fahrzeug-XML angekommen und ja, wir möchten die Reifenkonfiguration ändern. Wo gehen wir da hin? Wir gehen zu den Wheels. Die sind immer recht weit oben im Fahrzeug und hier sehen wir schon, dass wir hier die ganzen Trelleborg-Konfigurationen haben. Wir haben auch noch eine Nokian-Konfiguration drin, aber leider keine Michelin, so wie wir es vielleicht haben möchten. Und was wir jetzt machen, wir nehmen eine bestehende Konfiguration und kopieren die uns. Nehmen wir die mal, die erste, und kopieren die mal ganz unten unter die letzte Konfiguration. So, hier oben in der Konfiguration haben wir einmal den Namen. Das ist einmal hier Value Default. Das heißt, wird im Spiel als Standardkonfiguration angezeigt. Und ja, bei den Trelleborg-Konfigurationen sehen wir hier auch andere Werte, also zum Beispiel hier Twin Wheels Back Narrow oder Twin Wheels All. Also es sind die ganzen Texte, die dann im Spiel angezeigt werden bei der Auswahl von der Reifenkonfiguration. Hier eins dahinter haben wir dann den Price, hier im Endeffekt 0. Also diese Konfiguration würde nichts extra kosten. Aber zum Beispiel hier die Twin Wheels Konfigurationen kosten zum Beispiel hier 6.000 Euro mehr oder mit den Narrow Wheels kosten 1.000 mehr. Dahinter haben wir dann noch die Brand. Das ist ein Brand Identifier von der Reifenmarke. Also hier haben wir Trelleborg. Wir möchten jetzt Michelin-Reifen haben. Dann ändern wir das hier zu Michelin. Nicht ganz. Genau, so sind wir richtig. Haben wir jetzt hier Michelin, aber die Reifen werden natürlich nicht automatisch geändert. Wir haben hier 4 Reifeneinträge, weil dieser Traktor 4 Reifen hat und diese Reifen haben einzeln einen Filename. Die Reifen sind bei uns zentral gespeichert, da wir Reifen auch für mehrere Fahrzeuge verwenden. Um das nicht mehrfach abzuspeichern, haben wir für jeden Reifen eine XML und eine i3D dazu. Und hier geben wir im Endeffekt diesen Pfad zu dieser i3D an. Um das Ganze jetzt zu Michelin ändern, habe ich hier mal schon Reifen rausgesucht. Und zwar haben wir hier einmal die Vorderreifen, da habe ich die Michelin Agribib 2 rausgesucht. Die haben ungefähr die gleiche Größe wie die Trelleborg-Reifen, sind leider nicht ganz so breit, deswegen haben wir bei uns im Basisspiel auch keine Michelin-Konfiguration, weil die Reifen nicht zu 100% passen.
Um die richtigen Reifen rauszusuchen, kann man einfach in das Spieleverzeichnis gehen und schauen, welche Reifen einem entsprechen. Dann gehen wir hier mal kurz unter Farming Simulator 19, Data und dann haben wir das unter Shared und Wheels. Und hier haben wir die Marken aufgelistet, also Michelin, Mitas, Nokian, Trelleborg und Reifengewichte noch. Und hier sehen wir dann unter Agribib 2 die Reifengrößen, die wir zur Verfügung haben. Und um den richtigen Reifen jetzt rauszusuchen, können wir hier auch, nehmen wir uns mal einfach eine XML und schauen die uns im Detail an. Und hier haben wir unter Physics, haben wir zum Beispiel den Radius und die Breite. Und so kann man dann sich den richtigen Reifen raussuchen, der ungefähr die gleiche Breite hat wie die Reifen, die schon drauf sind. Und dort haben jetzt die 2 Reifen, die ich hier rausgesucht habe, am besten gepasst. Dann kopieren wir uns mal diesen Pfad zu dem Reifen und fügen ihn hier oben ein. Da haben wir einmal oben die Frontreifen. Sehen wir hier Wheel Front Left, Wheel Front Right. Hier angegeben auch Left, der ist nicht Left. Und dann haben wir noch die hinteren Reifen. Da haben wir diese Größe und die kopieren wir uns hier auch rein. Genau, jetzt haben wir die Reifen hier angepasst. Was wir hier noch finden, ist der Foliage Bending Modifier. Wenn man zum Beispiel breitere Reifen hat, kann man diesen noch anpassen, damit das Foliage, also das Gras zum Beispiel oder der Weizen, in einer größeren Größe platt gedrückt wird. Also zum Beispiel haben wir hier bei den Twin Wheels haben wir hier 1,65, also die ist ein bisschen breiter, deswegen ist der ein bisschen höher. Also muss man halt schauen, wenn man Breitreifen hinzufügt, dass man den auch noch anpasst, damit es richtig funktioniert. Okay, dann können wir uns das Ganze jetzt mal im Spiel anschauen. Schauen wir mal, ob der uns das auch alles richtig erstellt hat. Dann gehen wir noch kurz in die Moddesk. Da müssen wir auch mal ein bisschen noch was ändern, weil das nicht automatisch richtig erstellt. Haben wir hier die Moddesk, öffnen wir mit Notepad. Das hat er jetzt automatisch erstellt. Und hier brauchen wir dann noch einen Mod-Title. Dieser wird normalerweise nicht generiert. Genau, da gehen wir jetzt my-mod-name an. Und dann kopieren wir uns mal, machen wir hier eine Description draus. Genau, das ist meine Description, meine Mod-Beschreibung. Das können wir gleich im Spiel anschauen, wie das dann angezeigt wird. Und hier, wie wir vorhin erwähnt haben, wird der Fahrzeug-XML-Name angegeben, also Defend Favorit 500 XML. Und das ist eigentlich im Endeffekt alles, was man als Basic benötigt. Man kann die Beschreibung und den Titel natürlich auch noch in verschiedenen Sprachen anzeigen, so wie ich es gerade auf den Slides auch gezeigt habe. Jetzt gehen wir mal in unser Spiel und schauen wir mal, ob das alles funktioniert hat. So, dann haben wir hier ein Save Game und hier sehen wir schon My Mod Name. Das haben wir gerade in der XML definiert. Haben leider noch kein Icon angegeben, deswegen wird hier keins angezeigt. Und hier die Version, die wir auch in der Moddesk definieren können. Wir haben ihn ausgewählt, gehen auf Start und schauen uns das mal im Spiel an. Dann gehen wir hier mal in die Traktor Small Kategorie, wo der Fendt normalerweise dazugehört. Hier sind wir leider auch kein Icon, weil wir keins definiert haben. Das müssen wir noch aus dem Spiel rauskopieren, dass das angezeigt wird. Aber jetzt für unser Beispiel reicht es aus. Hier haben wir den Fendt und jetzt schauen wir mal, ob unsere Michelin-Konfiguration da ist und sie ist nicht da. Das war jetzt leider nicht ganz so geplant. Das kann natürlich auch passieren. Also es können dann immer wieder Fehler passieren und dazu haben wir unser Log-File, was normalerweise immer Informationen über den Fehler ausgibt. Habe ich jetzt hier mal geöffnet, die Log-Datei, findet man genau da, wo der Mod-Folder auch ist, die Log.txt und hier sehen wir jetzt, dass der Reifen nicht gefunden wurde. Und wieso? Weil ich aus Versehen einen falschen Namen angegeben habe. Also das Verzeichnis heißt gar nicht so. Können wir hier auch nochmal nachprüfen, wenn wir unter Shared gehen, unter Wheels, dann ist der Michelin-Ordner direkt hier drin und nicht unter Tires. Das habe ich aus Versehen falsch angegeben. Also wenn wir hier jetzt Tires rauslöschen, dann können wir das Ganze nochmal im Spiel testen und dann sollte das funktionieren. So, dann starten wir das Spiel nochmal. Gleiches Prozedere wieder, müssen wir kurz warten, bis das Spiel lädt. Und versuchen das Ganze nochmal und hoffen, dass es dieses Mal funktioniert. So, jetzt haben wir
unsere Michelin-Konfiguration ausgewählt und wir sehen, wir haben die Michelin-Reifen hier drauf. Sind leider von der Größe, wie ich eben schon gesagt habe, nicht 100% passend zu diesem Traktor. Deswegen haben wir sie im Basisspiel nicht drauf, weil sie von der Breite her nicht dazu passen und der hintere ein bisschen vom Radius zu klein ist und auch von der Breite her. Aber wie wir sehen, haben wir sie erfolgreich hinzugefügt und das war unser Ziel. Dann schauen wir uns einfach mal unser nächstes Beispiel an. Und zwar habe ich rausgesucht, wie man die Farbe des Fahrzeugs ändert. Also hier haben wir mal im Bild den Valtra A-Series und dort kann man die Main-Farbe, also vom Fahrzeug selbst und die Reifen bzw. die Felgenfarbe ändern. Und das kann unser Fendt 500 leider nicht. Deswegen wollen wir jetzt das mal beim Fendt 500 einfügen. Und diesmal sind wir ein bisschen weiter unten in der XML. Also ganz unten ist das i3D-Mapping, wie ich vorhin erklärt habe. Und ein bisschen drüber haben wir die Base Materials. Dort wird angegeben, welches Objekt welche Farbe hat. Zum Beispiel sehen wir hier unter dem Slot Color Mat 0 das Fendt Bright Green, also dieses hellgrün, das der Schlepper hat. Und hier können wir jetzt unter Value auch einfach eingeben, welche Farbe man haben möchte. Das wäre dann natürlich statisch und nicht konfigurierbar, was wir eigentlich haben möchten. Und diese Konfiguration können wir uns einfach bei dem Valtra A abschauen, den wir gerade gezeigt haben, weil der diese Felgenkonfiguration und die Body-Konfiguration für die Farbe hat. Dort gehen wir jetzt einfach in das Spieleverzeichnis rüber und suchen uns einfach die XML zu dem Valtra A raus. Gehen wir unter Data, Vehicles und dann gehen wir unter Valtra, dann gehen wir unter A-Series und öffnen die XML von diesem Traktor. Dort gehen wir jetzt auch ganz runter zu den Base Material Einträgen und wir sehen hier die Base Material Configurations. Das ist die Konfiguration für das Material, das angegeben werden muss. Am besten, wenn man solche Sachen braucht, einfach bei Fahrzeugen nachschauen, die solche Sachen vielleicht schon haben und das Zeug rauskopieren und selbst abändern, wie man es haben möchte. So lernt man es eigentlich am besten. Dann haben wir uns das kopiert, gehen wir unseren Fendt wieder rüber und fügen das hier mal ein. Genau. Hier zu dem Eintrag kurz erläutert, haben wir hier einmal den Preis, der draufgeschlagen wird, wenn die Farbe geändert wird. Also 1.500 €. Wenn sie also das ist die Basisfarbe, die eingestellt ist. In diesem Fall ist Valtra Rot. Da kopieren wir uns einfach dieses Fendt-Grün rein. Dann ist der Schlepper immer in der Basis grün. Also diese Farbe kostet dann nichts extra. Aber hier haben wir dann Use Default Colors, also die Default-Farben, kann ich gleich noch zeigen, welche das sind, die werden dann hinzugefügt und die sind dann optional zum Konfigurieren. Und diese kosten dann wiederum extra. Hier hinten haben wir dann noch den Default Color Index 0, den bräuchten wir im Endeffekt, wenn wir das raus haben und nur die Default-Farben zum Konfigurieren haben, können wir hier einstellen, welche Default-Farbe denn als Ursprung genommen wird. Aber das wollen wir in dem Fall nicht. Wir haben unser Fendt als Basis und gehen wir hier runter. Dann machen wir die Referenz zu dem Material, das wir haben. Wir haben hier das Favorit 500 Material, kopieren uns den Namen hier rein, also das Material mit dem Namen. Und der Shader-Parameter Color Mat 0, dieser hier, wird dann angepasst, also als Basis auf das Fendt Grün und dann noch die Farben, die man zusätzlich zur Verfügung hat. Was wir hier jetzt auch gleich noch machen können, wir haben gesehen, dass der Valtra A auch eine RIM-Konfiguration für die Farben hat. Das können wir natürlich auch gleich rauskopieren. Die RIM-Konfiguration finden wir normalerweise ein bisschen weiter oben. Sehen wir hier unter den Views haben wir die RIM Color Configurations. Und hier haben wir auch die Default Colors als Auswahl dafür. Kopieren wir uns den Eintrag einfach hier rein, gehen auch hier hoch zu den Wheels und fügen den hier ein. Und schon haben wir auch eine Felgenfarben-Konfiguration. So, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach im Spiel an, ob das auch funktioniert hat, so wie wir das Ganze wollen. Braucht wieder einen kleinen Moment, bis das Spiel geladen ist.
Wenn wir jetzt eine Color-Konfiguration hinzugefügt haben, müssen wir das Spiel immer, beziehungsweise allgemein, wenn wir eine Konfiguration hinzugefügt haben, müssen wir das Spiel immer komplett neu laden. Wenn wir irgendwas Kleines geändert haben, was nichts mit dem Shop zu tun hat, könnten wir auch immer nur das Fahrzeug neu laden und die Daten werden dann angezeigt. Aber diese Shop-Daten werden immer initial beim Spiel starten geladen, deswegen müssen wir dann mal das Spiel neu starten. Haben wir jetzt hier wieder unseren Fendt und wir sehen schon, die Felgenfarbe hat sich geändert und wir haben hier auch eine Main-Body-Konfiguration und können wir hier zum Beispiel sagen, wir wollen den Fendt in schwarz und die Felgen machen wir in blau und dann haben wir hier unseren Fendt, der so aussieht, wie wir das vielleicht haben möchten. Genau, das war es auch schon mit diesem Beispiel. Im nächsten Beispiel geht es darum, die Power, also die Leistung des Fahrzeugs und die Höchstgeschwindigkeit zu ändern. Also wir haben uns wieder unseren Fendt, sehen wir hier in dem Bild, zieht er einen ziemlich großen Grubber und hat leider nur 115 PS. Was wir dann haben möchten, ist vielleicht unseren Fendt ein bisschen tunen, damit er unseren Grubber auch ziehen kann, beziehungsweise auch die Maximalgeschwindigkeit ändern. Weil wir möchten vielleicht, dass der Fendt nicht 50 fährt, sondern 60. Um diese Daten jetzt zu ändern, gehen wir natürlich wieder in unser Fahrzeug-Konfigurations-XML und dort müssen wir diesmal nicht ganz runter, sondern eher in die Mitte. Dort finden wir irgendwo den Motorized-Eintrag. Hier, genau, unter Interval findet man normalerweise den Motorized-Eintrag. Dort werden alle Daten zum Motor von dem Fahrzeug angegeben. Diesen Motorized-Eintrag haben wir natürlich nur bei Traktoren oder Fahrzeugen, die wirklich fahren können. Deswegen, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Trailer hat, kann man diesen Motorized-Eintrag nicht angeben, weil der Trailer logischerweise keinen Motor hat. Und hier haben wir einmal die Motorkonfigurationen. Der Fendt hat zwei Konfigurationen, die man dem Motor geben kann. Einmal die Fendt 511C und 515C Konfigurationen. Die haben unterschiedliche Leistungen. Und dort nehmen wir jetzt mal den 511C und erhöhen uns die Leistung ein bisschen, damit er unseren Grubber ziehen kann. Dazu haben wir hier ganz am Anfang den Torque-Scale-Eintrag. Das ist die Kraftskalierung, die auf diese Kurve hier angewendet wird, diese Kraftkurve. Da sieht man hier einmal die Drehzahl und die passende Kraft dazu. Und die wird mit diesem Faktor noch skaliert. Im Endeffekt, wenn wir hier 0,487 angeben, dann hat er 115 PS. Das ist am besten, man probiert einfach ein bisschen rum, bis man die richtige Leistung gefunden hat. Also wenn wir diesen Eintrag hier mal ein bisschen anpassen auf, sagen wir, 1,287 und dann gehen wir mal in das Spiel und schauen wir uns an, wie sich das denn auf den Schlepper auswirkt. Und ich habe hier im Safe Game schon mal was vorbereitet. Also das ist unser Fendt 511 hier und hinten dran haben wir die Federstadt Carrier. Die ist leider ein bisschen zu groß für unseren kleinen Fendt, deswegen haben wir den jetzt ein bisschen getuned. Und um die Leistung anzuzeigen, können wir die Konsole öffnen und dort den Befehl GS Vehicle Debug und dann tabben wir weiter bis zur Vehicle Debug Physics. Und dort wird dann auch die Leistung, die der Schlepper aktuell zur Verfügung hat, angezeigt. Da sehen wir im Bild Available Power, die ist jetzt hier im Stand 0 PS. Und wenn wir jetzt den Grubber mal senken, den Schlepper wieder auswählen, sehen wir jetzt, hat er gerade 140 und der geht hoch bis 305 PS. Das ist natürlich für so einen kleinen Motor vielleicht nicht ganz optimal, aber er macht das, was wir wollen und zieht die Federstahl Carrier im Nichts bis auf 15 km/h. Und das war unser Ziel. So, dann hängen wir die hier mal im Feld ab und schauen wir mal, wie schnell der Fendt eigentlich fährt. Also er fährt, wie man unten vielleicht am Tempomat schon sieht, maximal 53 km/h. Aber das ist uns vielleicht für Transportarbeiten ein bisschen zu wenig. Dann können wir einfach aus dem Spiel raustabben und gehen wieder in die Fahrzeug-XML. Und dort wollen wir jetzt die maximale Geschwindigkeit anpassen. Dann haben wir hier einmal den Eintrag Max Forward Speed. Das ist in km/h die Geschwindigkeit, die wir maximal fahren können, wo der Motor dann komplett limitiert ist. Die erhöhen wir mal auf 60 km/h und gehen ins Spiel und laden diesen Schlepper neu. GS Reload Vehicle gibt es dafür und dann wird der Schlepper neu geladen. Man könnte natürlich auch komplett neu ins Spiel gehen, aber mit dem Reload Vehicle Befehl geht es natürlich viel schneller. Und jetzt probieren wir mal aus und sehen, dass er wahrscheinlich immer noch keine 60 km/h erreicht. Also er kommt jetzt ein bisschen über 53, vielleicht ein bisschen 54, aber nicht ganz auf meine 60. Und zwar liegt es daran, dass die Getriebeübersetzung leider immer noch gleich ist. Die haben wir nicht erhöht. Die 60 km/h ist einfach die maximale Geschwindigkeit, die der Schlepper gehen kann, bevor er limitiert wird.
Und da haben wir hier einen Transmission-Eintrag und dort sehen wir die Min-Forward Gear Ratio. Das ist das Verhältnis von Motor-Drehzahl zu Reifenumdrehungen. Und die kann minimal 15,6 sein. Und wenn wir den Schlepper jetzt ein bisschen schneller haben wollen, verringern wir die einfach, dass er minimal auf eine Ratio von 13,6 geht. Gehen wir wieder ins Spiel rüber, laden unseren Schlepper nochmal neu mit GS Reload Vehicle und dann probieren wir das Ganze nochmal erneut aus. Und dann sollten wir sehen, dass der Schlepper ein bisschen schneller fährt als unsere 53 km/h. Genau, jetzt fährt er bis zu 60 km/h. Und wenn wir hier rüber gehen in unser Debug-View nochmal, sehen wir auch unter der Available Power auch den Gear, also die Ratio, die er aktuell gewählt hat. Und hier sieht man jetzt, dass er auf 13,6 minimal geht. Genau, das war auch schon das nächste Beispiel. Und jetzt gehen wir wieder in unsere Präsentation und dann kommen wir zum letzten Beispiel. Dort habe ich den Annaburger rausgesucht, den Fieldliner. Und zwar kann dieser in unserem Spiel nur Häckselgut und Gras und so weiter laden. Wenn man dann natürlich haben möchte, dass der zum Beispiel auch Kartoffeln überladen kann, müsste man sich einen anderen Anhänger nehmen. Oder wie wir jetzt machen, wir ändern einfach die Typen, die dieser Anhänger laden kann. Und was wir noch machen können, ist die Kapazität von diesem Tool erhöhen. Dort gehen wir jetzt mal in unseren Editor und den Annaburger hatten wir natürlich noch nicht. Da müssen wir jetzt... Genau, hier haben wir den Giants Editor. Und den Annaburger haben wir leider noch nicht als Mod. Den müssen wir jetzt erst als Mod erstellen. Also wir haben bis jetzt ja nur unseren Fan-Favorit gemacht. Also gehen wir hier wieder auf New Mod from Game. Und dann braucht es wieder kurz, um das Spiel zu analysieren. Und dann suchen wir hier mal das passende Fahrzeug. Die sind hier sortiert nach Shop-Kategorie. Also genauso wie sie im Shop aufgelistet sind, nach Typ und nach Größe. Und dort müssen wir jetzt, hoffentlich finde ich es gleich, unseren Fieldliner HTS, also den Annaburger Fieldliner HTS, und erstellen daraus einen Mod. Wählen wieder unser Mods-Verzeichnis aus und machen wieder einen neuen Ordner. Können wir FS19 Fieldliner machen. Wählen den aus und beschreiben den. Und dann wird wieder unser Mod generiert, wie wir es eben mit dem Fendt gemacht haben. Können wir jetzt rübergehen, gehen wir in unseren Mods-Ordner und schauen wir an, was erstellt wurde. Unseren Fieldliner, gehen in die Mod-Desk, kopieren uns schnell und einfach das vom Fendt rein, damit wir diese Daten wieder haben, damit der Mod richtig im Spiel geladen wird. Genau, mein Mod 2 nennen wir es einfach mal und hier wird die Fieldliner XML ausgewählt. Die haben wir auch hier erstellt bekommen. Und diese können wir einfach mal öffnen. Genau, ähnlich wie die Fendt XML sehen wir hier jetzt nur, dass als Typ Trailer angegeben ist. Also das ist ein Anhänger. Der hat die ganzen Funktionen zur Verfügung, die ein Anhänger hat. Da haben wir hier zum Beispiel, was wir beim Traktor nicht haben, haben wir den Trailer-Abschnitt. Der geht zum Beispiel an, in welche Richtung wir kippen können. Und wir haben ein Dischargeable, wo dieser Anhänger abladen kann. Was wir jetzt brauchen, um die verfügbaren Fill-Types zu ändern, ist der Fill-Units-Abschnitt. Also dort werden die Fülleinheiten angegeben, die das Fahrzeug zur Verfügung hat. Es können auch mehrere pro Fahrzeug sein. Also zum Beispiel ein Schlepper hat immer eine Fill-Unit für Diesel und eine für Diesel Exhaust Fluid und so weiter. Und hier haben wir nur eine Einheit über 55.000 Liter und dort können die Fill-Types von der Kategorie Silage Trailer eingefüllt werden. Das ist natürlich dann nur Häckselgut, Gras und so weiter. Also die Fülltypen, die nicht durch das Gitter vorne rieseln würden. Und wenn wir jetzt dort haben möchten, dass der dann auch natürlich noch Kartoffeln laden kann, können wir die Kategorie einfach ändern. In dem Fall ändere ich jetzt mal zu Bulk. Das ist eine Kategorie, die eigentlich alles beinhaltet, was ein normaler Anhänger kann. Genau, und hier können wir noch die Kapazität ein bisschen anpassen, wenn wir jetzt möchten, dass er vielleicht 70.000 Liter laden kann, dann lädt er jetzt einfach mal 70.000 Liter. So, und so schnell kann es gehen, das Spiel ist schon geladen. Wir drücken auf Start und gehen wieder in unserem Shop.
Und dann gehen wir in die Kategorie Trailer. Schauen ganz hinten, haben wir unseren neuen Annaburger Fieldliner als Mod. Und diesen können wir jetzt mal kaufen. Also das sehen wir hier schon oben, dass er jetzt 70.000 Liter zur Verfügung hat. Und wenn wir zurückgehen, sehen wir hier unter Fill-Types auch jede Menge Fill-Types, die wir jetzt laden können. Normalerweise hat er hier, sehen wir den Original Fieldliner, kann nur diese Fill-Types laden. Dann können wir den einfach mal kaufen. Und dann gehen wir hier, kaufen wir noch einen Schlepper, nehmen wir hier mal kurz den 7R. Genau, gehen wir mal zum Shop. Hier sehen wir dann unseren Fieldliner und dann hängen wir den mal an. Und es gibt jetzt hier einen kleinen Cheat-Command, wie man den ein bisschen schneller füllen kann. Zum Beispiel gs fill unit add. Geben wir die Fill-Unit ein, das ist die Fill-Unit 1, weil wir beim Fieldliner nur eine Fill-Unit haben. Und geben hier ein Potato. Genau. Und jetzt sehen wir hier, der kann jetzt Kartoffeln laden. Und wie wir unten rechts sehen, kann er sogar 70.000 Liter Kartoffeln laden. Und ja, jetzt haben wir einen Kartoffelüberladewagen. So, und somit sind wir auch mit dem letzten Beispiel fertig. Gehen wir wieder kurz zurück zu unserer Präsentation. Dort habe ich jetzt noch einen kleinen Endslide vorbereitet. Wenn er dann nochmal lädt. Genau. Ja, das ist ein kleiner Mod, den ich noch gebastelt habe. Sollte als kleiner Gag sein, was man alles mit Modding machen kann, wenn man einen größeren Grubber braucht. Um genau zu sein, 70 Meter. Ja, man kann sehr viel damit anstellen und auch viel witzige Sachen machen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Modden und sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten FarmCon wieder live. Da könnt ihr dann auch wieder live mit mir quatschen und Fragen stellen. Und ja, nach dem Vortrag kann ich auch noch kurz die Fragen beantworten. Wenn ihr im Chat Fragen habt, stehe ich gern zur Verfügung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen.